Campingurlaub mit Hund ist super. Meistens jedenfalls. Oder doch eher stressig? Nein, bleib. Ole, hier ist eine Kamera an. Du musst es hören. Doch wie wird die Tour so erholsam und worauf solltet ihr achten? Hunde sind zwar auf fast jedem Campingplatz erlaubt, doch sind diese Plätze auch wirklich hundefreundlich? Das werden Ole und ich ausprobieren. Gibt es viel Natur, Schatten und Flächen zum Toben? 5 Tipps für einen entspannten Campingtrip mit Hund. Achtung, darf ich vorstellen? Das ist Ole. Ole und ich sind seit 10 Jahren ein Team. Man sieht es ihm nicht an, mir schon. Aber campen waren wir noch nie zusammen. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Und das ist unser Platz für die erste Nacht. Und der ist schön geräumig. Wir stehen ein bisschen abseits, keine Nachbarn, das ist gut, da haben wir weniger Ablenkung. Zelt aufbauen ist auch fix erledigt. Da müssen wir mal gucken, ob Ole da reingeht. Ich habe ja gesagt, wir haben das noch nie gemacht. Nicht ein langes Bein machen, geh mal richtig rein, ja. Na guck, prima. Schlafplatz ist abgenommen. Das ist ja hier laut Internetbewertung ein hundefreundlicher Campingplatz. Wenn ihr vielleicht einen Tipp habt, wo man gut campen kann mit Hund, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ole und ich würden jetzt mal überprüfen, ob das hier wirklich so hundefreundlich ist. Er ist schon bereit. Wir gehen los. Ich bin auf dem Campingplatz am großen Lausiger Teich bei Bad Schmiedeberg, inmitten von ganz viel Grün, am Rande des Biosphärenreservats Mittelelbe. Mal schauen, ob ich ein paar praktische Tipps für entspanntes Zelten mit Hund bekomme. Und schon treffen wir die ersten Camperinnen. Habt ihr eine Sache, die man unbedingt mitnehmen muss für einen Hund zum Campen? Hier so ein Zaun Seine zum Decke. Beispiel, ne? Genau. Seine Decke, eine kleine Hundeapotheke haben wir auch immer dabei. So ein Zaun ist eine gute Idee, finde ich. Dann kann man den nämlich auch mal hier so ein bisschen frei rumlaufen lassen. Das habe ich jetzt nicht mit. Ich habe nur eine lange Schleppleine. Damit würde ich es jetzt erstmal versuchen. Auch Camper Bernd hat noch einen besonderen Tipp parat. Das ist wie mit einer Frau. Wenn es der Frau gut geht, Da kommt sie schon. ja, sie weiß, das ist meine Frau, ja. Wenn es der Frau gut geht, dann geht es der ganzen Familie gut. Ja, und so ist es mit dem Hund auch. Genau, so ist es mit dem Hund, mit dem Tier. Mit dem Tier eben genauso. Ne? Das ist doch ein guter Tipp. Den nehme ich mit. Ja. Danke. Das Wetter schlägt um, also schnell zurück zum Zelt. So, ich würde sagen, wir warten jetzt mal den Regen so ein bisschen ab und ich gucke einfach schon mal, ob ich für morgen eine Unterkunft finde. Das klingt ganz gut hier. Das ist so ein kleiner privater Stellplatz für 3 Camper, 3 Plätze. Hunde können frei rumlaufen. Pluspunkt. Und es gibt einen Hundepool. Yay. Und es ist ein bisschen was anderes als hier. Also kein großer Campingplatz, sondern ein bisschen kleiner, ein bisschen privater, ein bisschen intimer. Zwar nicht auf den großen Buchungsplattformen, aber mit ein bisschen Suche findet ihr online davon so einige. Jetzt erkunden wir aber erstmal weiter diesen Campingplatz hier. Waschmaschine, Campingtoilette, Schilderwald. Hundedusche. Guck mal hier, da. In diesen Busch rein. Na gut. Ich sag ja, hör auf den Hund. Hier, guck. Hundedusche. Ja, finde ich eine gute Sache. Ich habe mir jetzt ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich habe gedacht, das ist so ein Automat, wo ich den so reinstelle und dann macht das alles allein. Aber gut, es ist halt ein Duschkopf draußen. Campingplatzbetreiberin Sandra hat bestimmt auch noch einen Tipp für einen entspannten Zelturlaub mit Hund auf Lager. Ich denke, ganz wichtig ist ganz einfach, dass man immer wieder Momente hat, wo der Hund einfach auch zu seinem Recht kommt. Ne? Da hat man hier genügend Möglichkeiten, ne? Dem Hund also die Möglichkeit zu geben, sich mal zu bewegen oder eben einen kühlen Platz unter den Büschen zu finden. Und dann kann ich ihn, glaube ich, auch wieder ein bisschen fordern und auch mal einen längeren Marsch wieder machen. Hier auf dem Gelände ist natürlich logischerweise Leinenpflicht. Hast du eine Idee, was man machen kann, wo man mal ein Dann bisschen geht ihr doch einfach mal zum Hundespielplatz. Hundespielplatz. Klingt gut. Wo ist das? Wo müssen wir lang? Einfach hier raus, links rum und am Elberadweg unten direkt. Na, den suchen wir uns doch mal, wa? Das Schöne, auf dem Hundespielplatz darf ohne Leine getobt werden. Und hier gibt's richtig viel zum Ausprobieren.
Ich muss sagen, dieser Agility Park hier finde ich richtig gut. Das ist ein dickes Plus an dem Campingplatz hier. Ole jedenfalls ist begeistert. Und wir machen übrigens noch einen Campingausflug. Ohne Hund, aber mit Dachzelt auf dem Auto. Könnt ihr jetzt schon angucken in der ARD-Mediathek. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Vom vielen Spielen völlig platt braucht Ole jetzt aber erstmal Ruhe. Ich freue mich auf unsere erste gemeinsame Nacht im Zelt. Wir liegen im Bett und sind müde und ausgepowert vom ersten Tag und haben direkt was gelernt. Entspannt bleiben. Ja, sein Tempo fahren, das ist, glaube ich, super wichtig, egal ob beim Erkunden auf dem Platz hier oder beim Reinführen ins Zelt. Das hat uns sehr geholfen, glaube ich. Ganz guter Zusatztipp, finde ich. Jetzt gucken wir, wie die Nacht wird. Hat schon das ein oder andere Mal geknurrt, weil hier was geraschelt hat. Daumen drücken, dass es eine entspannte und ruhige Nacht wird. Gute Nacht. Morgen. Wir sind schon wach. Die Nacht war eigentlich echt gut. Ole hat durchgeschlafen. War wahrscheinlich auch ausgepowert von gestern. Ist ruhig geblieben. Nicht gebellt. Damit sich Ole freier auf unserer Parzelle bewegen kann, kommt jetzt die Schleppleine zum Einsatz. Eine Nacht im Zelt kostet übrigens insgesamt 19 €. Allein für Ole bezahle ich hier nur 3 €. Das ist völlig okay. Auf anderen Campingplätzen in Sachsen-Anhalt kann ein Hund auch schon mal 6 € kosten. Bevor wir unser Zelt aber hier abbauen und zum nächsten Campingplatz fahren, drehen wir noch eine Gassi-Runde am großen Lausiger See. Und der ist einfach nur schön. Ole hätte, glaube ich, Bock zu baden, aber es ist natürlich ein bisschen kalt jetzt noch. Für den Sommer aber natürlich eine mega Abkühlmöglichkeit, so ein See für einen Hund. Und auch sonst gibt es auf dem Campingplatz richtig viele Abkühlmöglichkeiten. Nicht nur die Hundedusche natürlich, sondern auch schattige Plätze. Das ist super wichtig. Und ansonsten war der Platz natürlich mega hundefreundlich. Wir hatten Kotbeutel for free, die Hundedusche, den Agility Park, dann noch der See hier vor der Tür. Und gute Tipps für einen entspannten Urlaub haben wir auch schon bekommen. Ich bin gespannt, welche Tipps wir bei unserem nächsten Ort bekommen. Also, los geht's. Mein nächstes Ziel, Strenz-Naundorf im Naturpark Unteres Saaletal bei Könnern. Ich übernachte im hundefreundlichen Garten von Ramona. Den habe ich im Internet gefunden. Übrigens bieten viele Leute ihre privaten Gärten für Camper an. Und ab geht's. Viel Spaß, schönen Urlaub. Ich hole dich in 2 Wochen wieder ab. Ja, genau. Lass uns Spaß haben. Ist auch alles eingezäunt, eigentlich kann er nicht weg. Es sei denn, ist ein Ausbruchskünstler und der möchte jetzt irgendwo sich durchbuddeln, dann müssen wir ein gutes Auge drauf haben. Ja, das werden wir herausfinden. Der Pool ist aber erstmal interessanter. Und noch schnell ein Foto für Oles Instagram-Kanal. Du hast ja auch eine Hundeschule. Hast du vielleicht den ultimativen Tipp für einen entspannten Campingtrip für uns? Maulkorb dran denken, auch wenn der Hund nicht bissig ist, sollte man trotzdem einen Maulkorb in den Urlaub mitnehmen, weil es gibt ja mal wieder ein paar Gegebenheiten, wo der Hund einen Maulkorb braucht. Sei es, dass man doch mal ein Stück mit der Bahn fahren möchte oder es gibt halt eben irgendwo Passagen, wo auch Maulkorbpflicht besteht, ne? Selbst für einen kleinen Hund, das darf man gar nicht so unterschätzen. So, ich baue mal das Zelt auf. 1, 2, 3. Das ist ja ein Wurfzelt, hätte ich das mal vorher gewusst. Aber kann ich Ole auch mal allein im Zelt lassen? Wenn du mit dem Zelt unterwegs bist, sollte man den Hund natürlich auch im Zelt nicht alleine lassen. Auch im Auto nicht alleine lassen. Ne? Die Temperaturen immer mit bedenken. Schon bei 20 Grad kann das Auto, selbst wenn es im Schatten steht, schon zum Backofen werden. Das ist immer wieder eine ganz schnell verkannte, tödliche Gefahr für den Hund. Auto, Wohnwagen ebenso. Im Wohnwagen hat man noch ein bisschen mehr Platz, aber beim Zelt ist es auch so, den Hund da nicht drin allein lassen. Es ist nur Stoff. Na, wenn der Angst hat, du weißt nie, was sind da für Geräusche, fremde Geräusche. Der Hund ist ja alleine. Der kann sich schnell durchkratzen, durchbuddeln oder halt das Zelt kaputt machen. Das sollte man nicht machen. Deshalb bietet Ramona Hundesitting für ihre Gäste an. 1 Stunde mit dem Hund spielen kostet 10 €. Wir lieben es hier einfach. Ein Hundeparadies. Viel Platz für maximal 3 Camper. 30 € kostet eine Übernachtung. Im Innenhof gibt es dann sogar noch eine einfache Campingtoilette.
Und in der Scheune einen Hundeparcours, falls das Wetter mal nicht mitspielt. Mit herrlichem Abendrot entspannt den Tag ausklingen lassen. Mehr brauchen wir nicht, bevor es dann ab ins Bett geht. Wir wurden gerade hiervon geweckt. Müssen wir erstmal den Regen aussitzen, bevor wir aufstehen können und frühstücken können. Und eigentlich wollen wir heute noch eine Radtour machen. Ob das was wird? Es war zum Glück nur ein kurzer Schauer, schließlich fehlt uns ja noch der 5. Tipp. Also ab aufs Rad, Ole das erste Mal im Anhänger. Das ging erstmal easy. Mein Ziel, der Saale-Radweg. Oh Gott, es hat einfach keine Gänge, das Fahrrad. Ich bin sehr langsam. Nein, 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 nein. Okay. Mal kurz pullern. Nein, bleib. Ole, leg dich da einfach hin und bleib. Ist nicht ganz so einfach, er will immer raus. Deswegen müssen wir immer mal anhalten. Aber jetzt funktioniert es. Mal gucken, ob er jetzt liegen bleibt. Mein Tipp, damit der Hund auch mitmacht und es nicht so stressig wird wie bei uns, so eine Radtour mit Anhänger zu Hause üben, um den Hund daran zu gewöhnen. Jetzt genießt das. Und ich auch. Die Fahrradausleihe ist übrigens kostenlos, der Hundeanhänger auch. Endlich an der Saale, Zeit für mein Fazit. Da sind wir. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber so ist es eben manchmal. Es läuft nicht alles perfekt beim Urlaub und beim Campen mit Hund. Aber das Schöne ist, man kommt sich irgendwie, ja, näher ist vielleicht das falsche Wort, aber man lernt sich noch mal besser kennen, auch nach 10 Jahren. Und es schweißt irgendwie total zusammen, wenn man zusammen in so einem Zelt schläft. Beide Campingplätze hatten, ja, ihr Gutes. Also beide waren super und haben uns gut gefallen, oder Ole? Ich denke, das heißt ja. Aber es hat uns auch gezeigt, na komm, Vorbereitung ist das A und O, aber das funktioniert, glaube ich, mit unseren 5 Tipps für einen entspannten Campingtrip mit Hund sehr, sehr gut. Also, das heißt auf Wiedersehen. Mehr Urlaub mit Hund gibt's hier. Und ich mache noch einen Campingausflug mit Dachzelt und zeige euch, wo ihr damit stehen dürft und was Dachzelten so besonders macht.